Also, das war unsere alte Aufhängung. Die hat uns gute Dienste erwiesen. Das Problem ist nur dieses ganze Spiel hier überall. Also einmal hier in dem Drehgelenk zum Lenken ist relativ viel Spiel, aber auch hier hinten in den ganzen Buchsen letztendlich überall relativ viel. Und das war hier damals so da dran, man sieht es nicht so gut, irgendwie so. Und der Lenkhebel ging hier so nach vorne. Hier auf diesen Stehbolzen saß dieses Radlager, ich glaube das ist aus dem Golf, saß da so drauf. Und so sind wir eine ganze Weile ganz gut gefahren. Aber jetzt haben wir das neu gebaut. Also als erstes war uns wichtig, dass wir hier eine anständige Führung haben. Hier haben wir Schrauben mit einem langen, glatten Schaft und innen drin ist eine Hülse eingeschweißt. Und das hat hier wirklich überhaupt gar kein Spiel. Also man merkt auf jeden Fall nichts mehr von Spiel. Normalerweise kann man halt hier so hochfedern. Da ist jetzt halt der Dämpfer drin, deswegen geht das nicht so gut. Genau, hier haben wir den unteren Querlenker, untere Dreiecksquerlenker sogar, weil das hier ein Dreieck bildet. Das Ganze haben wir oben nochmal gebaut, das heißt, wir haben einen Doppel-Dreiecksquerlenker gebaut quasi. In einem Auto ist das oft nicht so gemacht, aber im Motorsport oder so wird es oft gemacht, oder auch im Offroad-Bereich wird es oft gemacht, ist stabiler und aus unserer Sicht war es jetzt einfacher zu bauen. Vielleicht aufwendiger, aber einfacher. Hier das nächste, hier haben wir ein Traggelenk aus dem Auto eingebaut. Ich glaube, das ist ein Suzuki-Jeep oder so. Gute Mockgelenke. Ja, genau. Also, ja, gab es billig bei eBay. Normalerweise sind die nur unten, also es sind letztendlich Kugelgelenke. Wir haben die auch oben nochmal verbaut. Und die können einmal diese Neigung, die ja schon drin ist, aber auch das Schwenken, wo dann später wirklich gelenkt wird mit. Wir haben diesen kompletten Achsschenkel selbst gebaut, der ist auch noch nicht ganz fertig, da fehlt ja noch der Lenkhebel hinten. Warum haben wir den selbst gebaut? Ja, weil wir es können. Oder auch nicht. Weil wir es wollten. Genau, nicht weil wir es können, weil wir es wollten. Das ist das richtige Wort. Also man hätte auch versuchen können, einen fertigen zu nehmen. Aber ja, wie gesagt, weil wir es wollten. Hat schon Vorteil. Wir haben den nämlich jetzt so gebaut, genau so, wie wir uns das alles gedacht haben. Also bei unserem Auto kann man, indem man hier Plättchen einschiebt, kann man den Sturz einstellen. Das ist auf jeden Fall wünschenswert. Deswegen ist das hier oben geschraubt, dieses ganze U. Dann haben wir hier schön, es ist erstaunlich, dass es einigermaßen gepasst hat, schräg den Dämpfer eingebaut. Relativ weit rein in die ganze Konstruktion, damit er nicht so weit oben raussteht, wie das vorher war. So konnten wir jetzt tiefer einbauen und haben auch durch den Hebel ein besseres Ansprechverhalten vom Dämpfer. Zumindest erhoffen wir uns das davon. Das Fahrzeug ist immer noch, wie das früher war, höhenverstellbar, indem man das Ganze hier verschiebt auf dem Rahmen in diesem Bereich. Damit kommt das dann höher oder tiefer entsprechend. Man erkennt, dass die Querlenker nicht ganz parallel zueinander sind, sondern hier am Rahmen näher zusammen sind. Das ist auch bei Autos das ganz typisch. Das hat den Hintergrund, dass das Rad nicht ganz, dass das quasi so beim Einfedern so ein bisschen schwenkt. Beim Kurvenfahren hat das Vorteile. Des Weiteren sieht man, dass diese
beiden Traggelenke, die sind nicht genau übereinander, sondern die sind versetzt und zwar in beide Richtungen. Also das ist nach innen versetzt, das obere, und nach hinten. Das nach hinten setzen, das nennt man Nachlauf. Das ergibt quasi Rückstellmomente, also das Auto will geradeaus fahren, das ist wie im Auto, wenn man das Lenkrad loslässt, will das ja quasi wieder gerade fahren. Das kommt daher, und das nach hinten setzen ist ein ähnlicher Effekt. Das ist die Spreizung, ergibt letztendlich auch diese Rückstellmomente, und zusammen, ja, wir versprechen uns zusammen davon eine gute Achsgeometrie, weil das generell in Fahrzeugen immer so gemacht wird. Wir haben auch uns ein bisschen an die Winkel gehalten, die da gängig sind. Und nicht wie vorher einfach gerade eine gelenkte Achse, weil das ist unüblich. Ja, man erkennt jetzt hier schon, das Rad ist wie beim normalen Auto. Wenn man beim Auto ganz einschlägt, sieht man auch, dass das Rad nicht ganz gerade steht, sondern so leicht schräg wegkippt hier. Nach außen wegkippt. Das sieht man jetzt hier auch ganz gut. Das kommt von Spreizung und Nachlauf. Ich glaube, hauptsächlich der Nachlauf bestimmt das. Führt halt auch, das ist halt genau diese Sache mit den Rückstellmomenten. Das dann wieder reindrückt. Ja. In die Richtung genauso, ist jetzt halt quasi so geneigt. Schönes Automobil.